uns mit einem Gebet anfangen. Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, we are coming before you to praise you for this Sabbath day, wir kommen jetzt vor dich, um dich für deinen Sabbattag zu loben. and we are inviting your presence among us. Und wir laden deine Gegenwart unter uns ein. Please help us, Father, to go through this truth again. Und bitte hilf uns nochmal durch diese Wahrheiten durchzugehen. Help us to remind about what we have already studied, Hilf uns, dass wir nochmal an das erinnert werden, was wir bereits studiert haben. and please keep Satan away from this class, Und bitte halte auch Satan fern von dieser Klasse. and let us all be blessed by the Sabbath school. Und lass uns alle durch die Sabbatschule gesegnet werden. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen. So, as you have already seen, I think there's no notes, but I've wrote something on the live stream group. Also es gibt jetzt keine Notizen, aber ich habe etwas in der oder in der Livestream-Gruppe geschrieben gehabt. So we are going to talk about the revelation at midnight, Wir werden über die Offenbarung an Mitternacht sprechen. and we will look to some of the prophets as Isaiah, Ezekiel, John. Wir werden uns einige Propheten anschauen, wie Hesekiel, Jesaja, Johannes und so weiter. And also we will try to find and to see the similarities between their experiences. Und wir werden auch versuchen, die Gemeinsamkeiten ihrer Erfahrung jeweils zu sehen und zu erkennen. And I will invite all of you to cooperate using scriptures. Und ich möchte euch alle dazu einladen, zusammenzuarbeiten, beizutragen und die Schriften anzuführen. Okay, so I draw these two lines because they're very well known, and it will help us to place the experience of having a revelation. Also die beiden hier Linien aufgezeichnet, die uns ja an sich wohl bekannt sind, und die werden uns helfen, diese Erfahrung der Offenbarung besser zu verstehen. Okay, so we have the last reform line from the Sunday last final review. Und hier haben wir die letzte Reformlinie oben vom Sonntagsgesetz bis zur finalen Untersuchung. And then we have the fractal, this or this doesn't matter which one, place underneath. Und dann in der Linie unten ist ja das Fraktal dann jeweils von einem dieser Sonntagsgesetze. And I already wrote the fourth month, Und ich habe ja bereits hier den 5. Tag des 4. Monats markiert, because I think that everybody knows that Ezekiel had received a revelation at the 5th day of the 4th month. und ich gehe davon aus, dass wir alle ja bereits verstehen, dass Hesekiel hier am 5. Tag des 4. Monats diese Vision gehabt hat. Okay, so let Das ist Offenbarung. us start, and I will suggest to start with the quotes in the book of Education. Und lass uns anfangen mit dem Zitat im Buch Erziehung. Because there we can see that it's talking about all the earthly dominions, the history of the nations, and is in connection with Ezekiel's experience. Also sehen wir über diese irdischen Herrschaften. Kann jemand das auf Deutsch abschicken? Ich mach das We can start with page 177. 117. Or 76.7. 77. 177.7. How does it begin? It's better beginning with yes, beginning with every nation. This? Mm-hmm. Nur den einen Absatz? Oh, this one, every nation. Also nur ein Absatz. No, there's no more. I just.
education. From education, then from 5 testimonies. They're the only quotes that we are going to use. And of course all the Bible verses. Education 176.7. That's what you're starting with. Yes, we are going to start there. In einem anderen Programm ist es 176.4. Lesen wir nur einen Absatz mal. Only one paragraph. We're going to read maybe some quotes, but we are going to read the first paragraph, then make a point, and try to connect all these quotes with Bible verses, you know, to find to make a logic chain between all these places or quotes. Also wir werden versuchen, hier ein paar mehr Absätze dann auch noch zu lesen und eine logische Abfolge daraus zu entwickeln. Okay, so if somebody wants to read the first paragraph. Möchte jemand den ersten Absatz lesen, der gepostet ist? Every nation that has come upon the stage of action has been permitted to occupy its place on the earth, that it might be seen whether it would fulfill the purpose of the Watcher of the Holy One. Prophecy has traced the rise and fall of the world's great empires, Babylon, Medo-Persia, Greece and Rome. With each of these, as with nations of less power, history repeated itself. Each had its period of test, each failed, its glory faded, its power departed, and its place was occupied by another. Okay, so in one short sentence, what can we see here? Nur kurz zusammengefasst, was können wir hier in dem Absatz sehen? Rise and fall of nations. Yes, and Der Aufstieg und der Niedergang von Nationen. okay, let us read the next quote because Lass uns noch den nächsten Absatz lesen. just a second. We can skip the next one and read the one on the page 177.2. Wir überspringen den nächsten Absatz und gehen dann weiter mit 177.2, diese Lektion. Would you, oh, are you there? You can read this. Nick, This make the point. lesson is taught in a wonderful symbolic representation given to the prophet Ezekiel during his exile in the land of the Chaldeans. The vision was given at a time when Ezekiel was weighed down with sorrowful memories and troubled forebodings. The land of his fathers was desolate. Jerusalem was depopulated. The prophet himself was a stranger in a land where ambition and cruelty reigned supreme. As on every hand he beheld tyranny and wrong, his soul was distressed, and he mourned day and night. But the symbols represented to him revealed a power above that of earthly rulers. Would you like to make some comments or? Silent crime. Silent crime. Was war die Frage? I just asked him if he wants to make some comments. On Also, what. Also möchtest du ein paar Kommentare machen? Oder Gedanken teilen? What was your point, Margaret? Yeah, he was mourning, he was sighing and crying about the desolate situation of Jerusalem. Also er hat geweint und geklagt über den zerstörten Zustand Jerusalems. Okay, let us place it on the line. So where has Ezekiel his vision? Also lass uns das auf die Linie platzieren. Wo hat Hesekiel seine Vision? Where can I find it in the Bible? Lass uns zur Bibel gehen.
can read it, so if you want to make the Ezekiel point. 1, Vers 1. Was ist denn? Now it came to pass in the 30th year, in the 4th month, in the 5th day of the month, as I was among the captives by the river Chebar, that the heavens were opened and I saw visions of God. Okay, so what we can take from this one? Just tell me just one or two keywords. Was können wir daraus entnehmen? Sagt mir einfach nur ein oder zwei Schlüsselworte. The captives. It's among the captives. After Think- the think destruction about- of Jerusalem. Think about another scripture in connection with something that is written here in this verse. Denkt einfach an eine andere Schriftstelle, die hier in dem Vers auch erwähnt ist. Also ein Symbol, was man auch in einer anderen Schriftstelle wieder entdeckt. Yes, Heavens open. Heavens open, okay? Die Himmel sind geöffnet. Okay. My question is about what is this vision that Ezekiel had? Und meine Frage an euch ist, was sieht Hesekiel in dieser Vision? Worum geht es hier? Because we've just read in the book of education. Was wir gerade ja im Buch Erziehung gelesen haben. Rising, falling. All the nations, yes. Also Aufstieg und Niedergang der Nationen. And how was this rise and fall of the nations represented in the vision? We are not going to read the whole chapter, but it has a specific representation. Also wie ist der Aufstieg und Niedergang in dieser Nation hier dargestellt? Also wir, With somebody else. ich meine in Ezekiel 1? In Ezekiel 1, yes. Also in Hesekiel 1. The wheels within the wheels. Yes. Also es sind die Räder in den Rädern, die er dort sieht. So Ezekiel saw the wheels within the wheels. This is a vision, and the vision is about the fall and rise of the nations. Also er hat die Räder in den Rädern gesehen und das war ja eine Vision. Und das handelt also von dem Aufstieg und dem Niedergang der Nation. And the heavens were opened, Und die Himmel wurden geöffnet. and we know that the prophetic history of the nations is always connected with the history of the church. Wir wissen das prophetische Prinzip, dass die Geschichte der Nation auch immer in Verbindung steht mit der Geschichte der Kirche. Okay. Now let us go to the other scripture where the heavens are opened and some other prophet receives a revelation. Lass uns zu einer anderen Geschichte gehen, wo die Himmel geöffnet werden und der Prophet eine Offenbarung erhält. Okay. Maybe somebody wants to lead us there. Vielleicht weiß jemand, welche Schriftstelle das ist. Isaiah 6. Also Jesaja 6 wird hier Okay, erwähnt. just let us go there and see if the heavens are open. Okay, lass uns zu Jesaja 6 gehen und schauen, ob da die Himmel geöffnet werden. Jesaja 6. Can you read maybe Yeah. the In the years that Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon his throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Also, Vers 1 gelesen. in which sense are the heavens opened here? Good. Yeah, if you see the Lord and the throne, it is in heaven, and the heaven must be open. Also siehst du ja den Herrn und den Thron.
Deswegen in dem Sinne müssen die Himmel geöffnet worden sein. It's symbolic language. So it means more that he's opening the skies and he's pouring out the rain. That's what it means. Dass die Himmel geöffnet werden, ist ja eher ein Symbol in dem Sinne, dass er die Himmel öffnet und den Segen herabgießt. We're not going to see Christ sitting literally on the temple. That's the point I'm making. Und dann meine ich, dass wenn die Himmel für uns geöffnet werden, hier Mitternacht, dann werden wir nicht Christus buchstäblich auf dem Thron sitzen sehen, dort im Himmel. Okay, so Brother Martin mentioned the outpouring of the Spirit of the latter rain, and if you are going in Matthew 3, I think it's Und zu Matthäus 3 gehen mal. because what is on Christ's line this waymark? Denn in der Linie von Jesus, was ist diese Wegmarke hier? Baptism. Okay, so Matthew chapter 3. Matthäus Kapitel 3. Verse 16. Matthäus 3, Vers 16. Matthäus 3, Vers 16. If somebody wants to read it. Möchte jemand das lesen? And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and behold, the heavens were opened with him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, lighting upon him. So what you can see here. Das können wir also hier sehen. The heavens are open, and And the Spirit this the descending of the Spirit. Die Himmel werden hier geöffnet und der Heilige Geist kommt hier in Form einer Taube. And line upon line, he said here, and lighting up on him. But line upon line, we can see that the Spirit of God entered into him. Also, und der Geist kam auf ihn, aber Linie auf Linie kann man sehen, bei Hesekiel kam der Geist dann in ihn hinein. And why I'm saying that? Because in Ezekiel chapter 2, Warum sage ich das? Denn in Hesekiel 2 finden wir. Jetzt Hesekiel 2. you can keep your finger on Matthew 3 to make another point. Wir können unseren Finger in Matthäus 3 halten, ich komme dann nochmal zurück. Okay. If somebody wants to read verse 1 and 2, please. Hesekiel 2, Vers 1 bis 2. He said unto me, Son of man, stand upon thy feet, and I will speak unto thee. And the Spirit entered into me when he spake unto me, and set me upon my feet, that I heard him that spake unto me. Okay. So what we can see here? Was können wir hier sehen? Spirit entered into me. Into Ezekiel. Der Geist, der trat in Hesekiel ein. The same waymark as the Spirit entered into Jesus, or lighting upon him. Genau zur selben Wegmarke, wo der Geist auch in Christus kam. It's a symbol for the latter rain, yes. Das ist ein Symbol für den Spätregen, richtig? What I want to ask you, can we maybe establish a order in this experience? So, in what kind of condition was Ezekiel, for example? And Also in welchem Zustand befand sich Hesekiel? Also wie kann man das beschreiben? and to establish a order. So he was in a certain order? order. He was in a certain condition. Then he saw the vision. Then all the other steps. Also kann man hier eine gewisse Reihenfolge sehen. Also er hat die Visionen gesehen und was sind die Schritte, die man hier sehen kann? Also was Just ist in die the vision or Reihenfolge? even before the vision? There's actually in the vision, but it's also the case with every prophet. Yeah? So they are in a certain condition. They are, as Sister Margaret said, he was Simon Prime. he was worried about the situation, the present situation. Then he saw the vision. He's also in captivity. Yes. Then he saw the vision. Confused. He was Also confused. er hat erstmal geweint und geklagt, dann hat er Visionen gesehen. Er war auch zuvor in Gefangenschaft und
Dann war er auch, als er jetzt das gesehen hat, war er erstmal verwirrt. Yeah, und dann? And Ja, afterwards? Was danach? What happened? Spirit was poured out. There's a revelation of Christ. Okay. And what happened with him when he saw Christ? Also er hat eine dann Offenbarung Jesu Christi erhalten und was ist dann mit ihm passiert? Er ist in den Staub gedemütigt worden. And afterwards? Und danach On his feet and filled with the Spirit. So ist auf seine Füße gestellt worden und erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. he fell upon his face. He heard a voice saying him saying him to stand up. Also er ist auf sein Angesicht gefallen, er hat eine Stimme dann gehört und die ihm gesagt hat, steh auf. Then the Spirit entered into him, so it's the receiving of the latter enemies. Und dann kam der Geist in ihn, das ist der Empfang des Spätrings. And Sin. he's sent with a warning message, yes. Und dann wird er losgesandt mit einer Warnungsbotschaft. Because it's the case also with Isaiah. Das ist auch die Reihenfolge in Jesaja. And okay, so let us open the Spirit of Prophecy in 5 testimonies. It's chapter 91, but the pages I wrote on the book. I think it's 1752. Just Gehen wir so jetzt 5 nochmal testimony. zum Geist der Weissagung, 5. Band der Zeugnisse, 752. Yes. Which paragraph? We begin with 749.2, so at the beginning of the chapter. 749. 749.2. Because it's talking about the circumstances under Isaiah was in that time, and the similar circumstances as Ezekiel was, and also John was on Patmos, Daniel was also some kind of Also es spricht similar hier über circumstances. die Umstände, unter denen Hesekiel jetzt diese Vision bekommen hat. Und das sind letztendlich ähnliche Umstände, wie zum Beispiel Jesaja oder Johannes hatte auf Patmos. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Das kommt jetzt auch ins Deutsch. If we have some time, we are going to go through the whole chapter, because Ellen White links these 3 prophets, Isaiah, Ezekiel and John, in the same chapter. Je nachdem, wie viel Zeit wir jetzt noch haben, schaffen wir es vielleicht durchs gesamte Kapitel zu gehen, denn Hesekiel verknüpft, Ellen White verknüpft Hesekiel, Johannes und Jesajas Erfahrung als eine Erfahrung. Okay. So please read the first quote. It was under circumstances of difficulty and discouragement that Isaiah, while yet a young man, was called to the prophetic mission. Disaster was threatening his country. By their transgression of God's law, the people of Judah had forfeited his protection, and the Assyrian forces were about to come against the kingdom of Judah. But the danger from their enemies was not the greatest trouble. It was the perversity of the people that brought upon the Lord's servants the deepest depression. Just over there. So, as you see, so what we can see here. Und was können wir hier sehen? War is threatening. Der Krieg steht bevor. What were the circumstances? Also was waren die Umstände? I mean, we are trying to establish some similarities between these prophets and their experiences. That's why I'm asking. Wir wollen ein paar sozusagen Ähnlichkeiten zwischen den verschiedenen Propheten und ihrer Erfahrung dann jetzt etablieren. Deswegen stelle ich die Frage. Because what we want to see is that all these prophets have their experience at midnight, and there are times for us because we are before midnight and we are waiting for this kind of Also experience. denn wir wollen ja sehen letztendlich, dass all diese Propheten hier Mitternacht ihre Erfahrung hatten und sie sind Typen für uns, auf die wir stehen ja auch kurz vor dieser Mitternachtserfahrung.
der Zustand des Volkes war schlimmer als die Bedrohung von draußen. Yeah, this is an important aspect. So the problem was the condition of God's people. Also der Zustand von Gottes Volk war desaströs. Okay, what else? Was können wir noch sehen? He was a young man. He was also worried about the situation, like Ezekiel was worried, because we are going to read about Ezekiel also. Jesaja war hier beunruhigt über die Situation, genauso wie wir nachher sehen werden, Hesekiel, dass er auch beunruhigt war. Can you read the rest of the paragraph? Also den Rest des ersten Absatzes lesen. By their apostasy and rebellion, they were inviting the judgments of God. The youthful prophet had been called to bear to them a message of warning, and he knew that he would meet with obstinate resistance. He trembled as he viewed himself and thought of the stubbornness and unbelief of the people for whom he was to labour. His task seemed to him almost hopeless. Should he in despair relinquish his mission and leave Israel undisturbed to their idolatry? Were the gods of Nineveh to rule the earth in defiance of the God of heaven? Okay, so he's worried about the whole situation, but he will see the glory of God as Ezekiel saw the glory in Ezekiel 1:28, for example. Also das spricht jetzt hier über seine Umstände in der Situation und er hat ja dann letztendlich die Herrlichkeit Gottes gesehen, so wie auch Hesekiel in 1:28 die Herrlichkeit gesehen hat. The parallel will be the circumstances were the same, yeah. So were not some kind of trouble, if I can say. Also letztendlich die Umstände waren dasselbe. Du hattest in einer Art und Weise eine Zeit der Trübsal gehabt, wo sie drin waren. And in Isaiah 6 chapter 6 verse 3 says, Und Jesaja 6 Vers 3 sagt uns: and one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts, the whole earth is full of his glory. Da hat einer dem anderen zugerufen: Heilig, 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 die ganze Erde ist voll der Herrlichkeit Gottes. And if we're going to Ezekiel's experience, we see that in chapter 1 verse 28, Und wenn wir zu Hesekiels Erfahrung gehen, da kommen wir in Kapitel 1 Vers 28. he was in the same condition, he was worried about the situation, but then he saw the vision, and it says here, this was the Er war in appearance of, derselben Verfassung gewesen, so wie Jesaja, und dann sieht er die Vision. he says, this was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. Vers 28 haben wir gelesen. So they both see the same thing, yes? Sie sehen beide dasselbe hier, diese Herrlichkeit. It was a revelation from God about all the past histories and also about the future histories of the nations in connection with the history of the church. Das war eine Offenbarung von den vergangenen Sachen, die passiert sind, und dann aber auch von den zukünftigen Ereignissen, und die passieren werden, was die Nationen und die Gemeinde angeht. Okay. And then let us read. Okay, so again the order of events. Lass uns nochmal die Ordnung oder die Reihenfolge der Ereignisse anschauen. Let us read the quote from page 750.2. Lass uns das Zitat hier aus 750.2 anschauen. Never before had Isaiah realized so fully the greatness of Jehovah or his perfect holiness. And he felt that in his human frailty and unworthiness he must perish in that divine presence. Woe is me, he cried, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. But a seraph came to him to fit him for his great mission. A living coal from the altar was laid upon his lips with the words, Lo, this has touched
thy lips, and thine iniquity is taken away, and thy sin purged. And when the voice of God was heard, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Isaiah with holy confidence responded, Here am I, send me. Okay, so what we can see about this order that we've already spoke. Das können wir hier sehen. Basierend auf der Reihenfolge, die wir uns bereits angeschaut haben. So, Isaiah in some kind of trouble Also Jesaja situation. war in einer Art und Weise in einer trübseligen Situation erstmal. He saw the glory of God. Dann hat er die Herrlichkeit Gottes gesehen. And what happened when he saw the glory? Und was ist dann passiert, als er die Herrlichkeit gesehen hat? He fell upon his face, lying upon like Ezekiel. Er ist auf sein Angesicht gefallen, Linie auf Linie, genauso wie Ezekiel. And what about the living coal? Und was war mit der glühenden Kohle? It's a symbol for what? Das ist ein Symbol wofür? For lettering? For the Spirit. Yes, for the lettering, for the Spirit. And Für den Spätregen, für den Heiligen Geist, der dort gegeben wird. so is this here the living coal a blessing or a curse for Isaiah? Und ist diese glühende Kohle hier ein Segen oder ein Fluch für Jesaja? Das ist ein A Segen. blessing, but can be also a curse? Yes. Aber kann eine glühende Kohle auch einen Fluch darstellen? Okay, Ja. how can we show that? Und wie können wir das zeigen? Okay, fire and brimstone. Also Zerstörung von Sodom, Feuer und Schwefel. And also in Ezekiel 10, we can find. Und auch in Ezekiel 10, da können wir das sehen. Let's just read the. Ezekiel 10 sind 1 und 2. Vers 1 und 2. Yes. Verse 2. Vers 2 lesen wir. It says, And he spake unto the men clothed with linen, and said, Go in between the wheels, even under the cherub, and fill thy hand with coals of fire from between the cherubims, and scatter them over the seat, and he went in my sight. But we know that this is the punishment, so the coals of fire here are representing the curse, the punishment. Wir wissen ja im Kontext hier, stellt das jetzt hier eine Bestrafung über Jerusalem dar. Deswegen diese Feuerkohlen hier, die über Jerusalem ausgestreut werden, stellen also einen Fluch dar, eine Bestrafung. Okay, so his lips are touched with a living coal, and then he was sent, like Ezekiel is. Also seine Lippen werden berührt mit einer glühenden Kohle und Jesaja wird dann gesandt, genauso wie Ezekiel. Now, Ellen White links the experience of Ezekiel with Isaiah. Und Ellen White verknüpft die Erfahrung von Ezekiel mit Jesaja. We're not going to read the next quote. Just go to page 751.3. Ich bin jetzt zu 751.3. Und das ist jetzt hier auch im Deutschen gepostet worden. 751.3 es gab Räder in den Rädern. Somebody wants to read. Möchte jemand das lesen? There were wheels within wheels in an arrangement so complicated that at first sight they appeared to Ezekiel to be all in confusion. But when they moved, it was with beautiful exactness and in perfect harmony. Heavenly beings were
impelling these wheels, and above all, upon the glorious sapphire throne, was the Eternal One, while round about the throne was the encircling rainbow, emblem of grace and love. Overpowered by the terrible glory of the scene, Ezekiel fell upon his face, when a voice bade him arise and hear the word of the Lord. Then there was given him a message of warning for Israel. Can you please read also the next sentence from Okay, also wir lesen noch the den first nächsten, one? den nächsten Satz, also den ersten Satz vom nächsten Absatz. The vision was given to Ezekiel at a time when his mind was filled with gloomy forebodings. So there we have the proof that Ezekiel was also in a worried situation. He says that his mind was filled with gloomy forebodings. Also hier sehen wir, dass auch Ezekiels Verstand mit schaudrigen Vorausschattungen gefüllt war. Also er war auch in einer Art Trübsalzeit, Like Isaiah. genauso wie And- Jesaja. And we know that all the prophets, they spoke less for their time than for our times. So if they are a type for us at the end of the world, so we have to, I think we are in the same situation. Deswegen, wenn die ganzen Geschichten ja mehr für uns sprechen als für sie damals, dann ist das ein Typus für unsere Zeit. Also wir werden dieselbe Erfahrung haben, And bevor wir diese Offenbarung erhalten. he says also that he was overpowered by the terrible glory of the scene, so the wheels between the wheels. Und sagt hier, er ist dann überwältigt worden von dieser großen Herrlichkeit dieser Szenerie, von diesen Rädern in den Rädern. And of course, all the other steps afterwards. So overpowered, then he falls upon his face, he receives a message, he's sent. Und dann auch, also er ist dann überwältigt, er fällt auf sein Angesicht, ja, und dann wird er dann letztendlich, oder er erhält den Heiligen Geist und wird dann losgesandt. Okay, who else receives a revelation at this waymark? Wer erhält noch eine Offenbarung an dieser Wegmarke? Johannes. Okay, can you explain why we can place John at this waymark? Kannst du erklären, warum wir Johannes an dieser Wegmarkierung hier platzieren können? The Lord's Day. It's on the Lord's Day. Also es ist am Tag des Herrn. And the Lord's Day is when Christ comes back. Where can we find this? In the Revelation chapter 1. Also Lord's Day. der Tag des Herrn ist ja der Tag, wo Christus wiederkommt. Gehen wir zur Offenbarung Kapitel 1. Offenbarung 1, Vers 10. Offenbarung 1, Vers 10. Says, I was in the Spirit on the Lord's Day and heard behind me a great voice as of a trumpet. So haben wir jetzt Vers 10 gelesen. Okay. Und das ist also der Tag des Herrn, ist dann auch, wissen wir, die Wiederkunft Christi. 1 Thessalonians 4, verse 16 tells us that that's the day of the Lord when Christ returns, when he hears the voice of the trumpet. Yes. 1. Thessaloniker 4, Vers 16 sagt, dass das letztendlich die Wiederkunft Christi ist, wenn diese Posaune erschallt am Tag des Herrn. Okay. And also this waymark we said that is the baptism. Yes. Yeah. Und wir haben ja auch gesehen, in der Linie von Christus ist diese Wegmarke hier die Taufe. And So what's John yes. and Isaiah and Ezekiel, they all have the voice. Und Johannes, Jesaja und Ezekiel, sie haben alle gemeinsam die Stimme gehört. What was saying the voice at the baptism? Und was hat die Stimme bei der Taufe gesagt? This is my beloved Son, whom I well pleased. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. And what another event we can find in the Bible where the voice was saying the same? Und was Words. gab es noch für ein anderes Ereignis, wo die Stimme dieselben Dinge gesagt hat? The Mount of Transfiguration. Yes. Der Berg der Verklärung. It's important because Ellen White links the Mount of Transfiguration with the second coming, so it's another proof
Weil es sehr interessant ist, weil er mal beschreibt auch, wie der Berg der Verklärung, diese Erfahrung, auch ein Typus auf die Wiederkunft Christi war. Okay, and what will be another proof, very well known, that John is staying here? Was ist ein anderer Beweis, dass Johannes hier steht? Revelation 17. Offenbarung 17. Okay, what about? Well, Was ist mit Offenbarung 17? 5 are fallen, which means he's standing at the end of the 1260. Yeah, 15 gefallen? we have already. Also, und es steht dann 1798 am Ende. Okay, so. John, right, 1798. Johannes steht hier 1798. And about what is the revelation that John receives? Und worüber geht die Offenbarung, die Johannes hier erhält? Line upon line. Linie auf Linie gesehen. What has happened is going to happen. Yes. And Also über Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Also das, was passiert ist, wird sich wieder ereignen. what says in the book of education all this? Und was steht im Buch Erziehung über dieses Prinzip oder dieses Konzept? So a revelation about the history of the nations, the fall and rise of the nations. Also in Ellen White hat er im Buch Erziehung gesagt, es war die Geschichte über den Aufstieg und den Niedergang der Nationen. Which are the wheels within the wheels, Was auch die Räder in den Rädern sind. which LMI says in the book of education that are the complicated play of human events. Und Ellen White sagt im Buch Erziehung, das ist das komplizierte Zusammenspiel der menschlichen Ereignisse. So John saw the same complicated play of human events. Und Johannes hat also genau dasselbe komplizierte Zusammenspiel der menschlichen Ereignisse gesehen. Because in Revelation 1 verse 1 Denn in Offenbarung 1, Vers 1 says the revelation of Jesus Christ which God gave unto him to show unto his servant things which must shortly come to pass. Also Dinge, die in Kürze geschehen sollen, wurden Johannes hier gezeigt. So through which principle was God showing him the things which must shortly come to pass? Also durch welches Prinzip hat Gott ihm die Dinge gezeigt, die in Kürze geschehen sollten? Es gibt nichts Neues am Ende der Welt. Okay, what is the past, present, future? Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Because to him was God was showing him all the past histories of the nations, but of course all are types for the end of the world. Yeah. So, also Gott hat ihm ja die ganzen vergangenen Geschichten der Nationen gezeigt, die alle ein Typus waren hier für das Ende der Welt. And okay, the last point, because of the time, let us go, because we saw Ezekiel is here, is Isaiah and John. So we have already 3 prophets that are receiving a revelation at this waymark. Wir machen jetzt noch einen letzten Punkt für heute. Wir haben gesehen, Ezekiel, Johannes und Jesaja stehen alle hier an dieser Wegmarke. And let us go to Daniel chapter 10. Und lass uns jetzt noch zu Daniel 10 gehen. Daniel is also a prophet. Daniel ist ja auch ein Prophet. And he did receive also understanding about the vision. Und er hat auch ein Verständnis über die Vision erhalten. Okay. It says in the 3rd year of Cyrus, king of Persia, a thing was revealed. So he had a revelation unto Daniel. Also auch Daniel wurde etwas hier offenbart, er hatte also eine Offenbarung gehabt. Okay. Who can tell me where we can place Daniel 10 chapter, verse 1 and why? Und wer kann mir sagen, wo kann man Daniel 10, Vers 1 hinplatzieren und warum? Midnight also because Auch hier in Mitternacht. Und third year of Cyrus is when he makes the first decree. das ist das 3. Jahr des Kyros und das ist das Jahr auch, wo er das erste Dekret erlassen hat, hier in Daniel 10. One line going through decrees. Basierend auf der Reformlinie der 3 Dekrete. Okay. Which will be the year 530. Which would be the year 536. Okay. Das wäre das Jahr 536. There's also Focus. a massive point where none other persons than Jesus Christ. Exactly. Und das ist auch der Punkt, wo es steht, es ist keine geringere Person als Jesus Christus ist, die dort hinabkommt. This is the angel of Revelation 10. Yes. Das ist auch der Engel aus Offenbarung 10. Because my Cyrus is a type of Christ. yes. Und Kyros ist ein Typus auf Christus hin.
Michael comes down in Yes. Revelation 10, also Christ. Also Das Michael ist kommt Michael. hier herab und das ist ja Jesus. Okay, so Daniel is standing also here, and he's having a vision, a revelation from God. Also Daniel steht auch hier und er hat jetzt eine Vision, eine Offenbarung von Gott bekommen. And in verse 14, Jetzt in Vers 14. it says, "Now I come to make thee understand." So now he will understand the vision. Also jetzt wird er die Vision hier verstehen können, es wird ihm erklärt. Then he has also the experience of Isaiah, Ezekiel, because Er hatte ja auch die Erfahrung von Jesaja, Hesekiel und so weiter. we can say Lana Prandas, that he fell upon his face. Jetzt in Vers 8. He was touched also. Also in Vers 8 sieht man dann, wie er auch auf sein Angesicht fällt und dann berührt wird. And in verse 21, Und in Vers 21 he says, "But I will show thee that which is not in the scripture of truth, and there is none that holdeth with me in these things, but Michael your prince." So now the angel will reveal himself, will reveal to Daniel the scripture of truth. Also der Engel wird jetzt hier Daniel die Schriften der Wahrheit offenbaren. And my question is about what is this revelation of truth? Meine Frage an euch ist jetzt, was ist diese Offenbarung der Wahrheit, die Daniel hier bekommt? So think again about what Ellen White writes in the book of Education. Erinnert euch an das, was Ellen White im Buch Erziehung geschrieben hat. And in the next chapter in Daniel. Das ist über den Aufstieg und den Niedergang der Nation. Und das findet man ja dann im nächsten Kapitel von Things that must Daniel. shortly come to Daniel pass. Kapitel. Exactly. So line upon line is things that must shortly come to pass. Linie auf Linie sind das also Dinge, die in Kürze geschehen sollen. Because what is about the chapter 11 of Daniel? Says it also Und was sagt es in Daniel 11? Worüber geht es da? in Genesis 41. He says that Joseph says the very same thing. Das ist genau dasselbe wie auch in 1. Mose 41, da sagt Josef genau dasselbe. Verse 28. 1. Mose 41, Vers 28. This is the thing which I have spoken unto Pharaoh, that God is about to do, he showeth unto Pharaoh. It's things that are shortly going to come to pass. Also sind Dinge, die in Kürze geschehen sollen. Okay, so now how many prophets we have here? And this is our. Wie viele Propheten haben wir jetzt hier bereits markieren können? All. Okay, what are the prophets that we've? Also letztendlich können wir alle da markieren, aber welche Propheten haben wir uns heute angeschaut? Yes. Daniel, John, Ezekiel, Isaiah. Daniel, Genau. Johannes, Hesekiel und No. Jesaja. Und Josef jetzt hier auch. But all the Peter, Paul, Peter, Paul, but all of them are types for. Petrus und Paulus ist auch da, und God's aber people at the end of time. alle diese Propheten sind Typen für Gottes Volk hier am Ende der Welt. But one thing, just we have to read this quote because there is a condition to to become this revelation, and it's a short quote. It's Aber lass uns noch ein Zitat lesen. in the same chapter from 5 Testimony, page 754.3. Das poste ich jetzt hier auch, das ist der letzte Absatz des Kapitels. 754.3. Und da gibt es nämlich eine Bedingung, um diese Offenbarung zu erhalten. Just, 754.3. no? So 754.1. Sorry. Entschuldigung, es war doch anders. 754.1. If someone wants to read it. In Ezekiel's vision, God had his hand beneath the wings of the cherubim. This is to teach his servants that it is divine power that gives them success. He will work with them if they will put away iniquity and become pure in heart and mind. So what's the condition to Also was ist die Voraussetzung, dass Gott mit dir arbeitet und dass du diese Vision erhältst? to fulfill all these types? Was ist die Voraussetzung, um diese Typen auch zu erfüllen? Put away your sin and make your life pure.
Du musst deine Sünden hinwegtun und dein Leben reinigen. So that's the end point. So now we are going to have a break. Yeah, Sister Marius. Is Stephen also there in this point? Because also the heaven is opening for him? Ich weiß, ob Stephanus jetzt auch an diesem Punkt hier markiert ist, denn auch dort werden die Himmel ja geöffnet. Well, It's the I close know of that creation. Stephen is Stephen or Paul? Stephen. Also Stephanus, als er gesteinigt wird, das markiert It's jetzt Michael das standing up. Ende If der the close of Gnadenzeit, probation is there, das markiert ja, wo Michael sich erhebt. because the final review is the close of So probation. it's the So same. Das ist also hier, wo Michael sich erhebt, das ist ja die finale Untersuchung, wo das die Gnadentür zugeht. okay, so God help us, yes, to put away all iniquity. Deswegen will Gott uns helfen, die ganzen Missetaten hinwegzutun aus unserem Leben. And have pure hearts, because if not, instead of receiving the blessing, we are going to receive the other coals of fire. Und alle Ungerechtigkeit aus unserem Herzen zu tun. Denn wenn wir das nicht tun, dann werden wir anstatt den Segen zu erhalten, werden wir diese andere Art der glühenden Kohlen bekommen. So instead of a revelation from God, we are going to receive strong delusions. Also anstatt, dass wir eine Offenbarung Gottes dort erhalten werden, werden wir dann eben starke Täuschung erhalten. Okay, now we are going to have a 15 minutes break and then we meet again after this. Lass uns jetzt eine 15-minütige Pause haben und dann werden wir wieder uns treffen zum nächsten Teil. Lass uns beten. Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, I want to thank you again for all these illustrations, ich möchte dir nochmal danken für diese ganzen Darstellungen. for all the types, Father. I thank you. All die Typen, die du uns gegeben hast, möchte ich dir danken. You've given us a lot to learn and to understand from the past histories, Und du hast uns viel gegeben, dass wir lernen sollen und verstehen sollen aus den vergangenen Geschichten, that we will have no excuse for to continue to remain in our sinful condition. und wir haben keine Entschuldigung in unser sündigen Zustand zu verharren. So Father, I want to ask you that you please help us to remove the false concepts and also the evil traits of character from our hearts. Deswegen bitte ich dich, hilf uns und beseitige oder hilf uns, die bösen Charakterzüge unseres Herzens zu beseitigen. Help us, Father, also through this break to stay focused on the heavenly things Hilf uns auch während der Pause auf himmlische Dinge gerichtet zu bleiben and come back prepared for the sermon. und dass wir auch vorbereitet sind für die Predigt. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen.